Hi, hier ist Affinity Jack und heute stelle ich euch mal die Develop-Persona zur RAW-Bearbeitung vor. Wenn ihr ein RAW-Bild in Affinity Photo startet, dann wird standardmäßig diese Develop-Persona geöffnet, dieses Symbol hier. Ansonsten befinden wir uns nämlich üblicherweise in der Foto-Persona. Was jetzt neu ist in der Version 2, wenn man es entwickelt, erstellt man ja eine Pixelebene. Es war bisher nicht mehr möglich, zu den Einstellungen aus der RAW-Bearbeitung zurückzukehren. Jetzt gibt es eine Neuerung. Man kann anwählen, dass man die RAW-Ebene einbettet, dann entwickelt. Jetzt ist man wieder in der üblichen Fotopersona, wie ihr es von meinen sonstigen Tutorials kennt, aber das Ganze hier, wenn ich draufklicke, ist nach wie vor ein RAW-Bild. Wenn ich hier was verändere, dann bekomme ich das automatisch in der Fotopersona. So, ich habe also dieses RAW-Bild aufgenommen im Nikon-Format, hier schon mal reingeladen und habe aber zugleich das gleiche Foto, das identische Foto, wenn man es als JPEG auswirft, reingeladen. Also man sieht ganz minimale Unterschiede bereits jetzt. Weiß nicht, ob man es auf dem Monitor bei euch so sieht. Ich bringe mal dazu die technischen Daten. Das JPEG-Bild ist ja bereits komprimiert und hat damit in Anführungszeichen nur noch eine Größe von 26 Megabyte. Das RAW-Bild enthält noch alle unkomprimierten Daten, mit denen man eben noch deutlich mehr rausholen kann als im JPEG-Format und ist somit auch ein bisschen größer. Es hat nämlich 32,5 Megabyte. Und ich werde hier heute mal die RAW-Engine von Affinity Photo vorstellen. Also zunächst fällt auf, man hat ein völlig neues User-Interface. Einiges ist anders, aber letztlich werde ich jetzt mal ein paar Sachen dazu erklären. Also besonders ist hier dieser Karteireiter Objektiv. Man kann hier eine Objektivkorrektur einstellen. So, das habe ich jetzt schon mal vorbelegt. Ich habe hier mein Objektiv, mit dem ich fotografiert habe, hier schon mal voreingestellt. Und das könnt ihr auch tun. Und ihr könnt euch auch, wenn ihr mit mehreren Objektiven fotografiert, könnt ihr immer die schon als Favoriten hinterlegen. Also man sieht, dass man eigentlich schon eine Verzerrung drin hat, nur weil man das Objektiv drauf hat. Affinity Photo hat ein Profil hinterlegt, um das wieder rauszurechnen. Das macht jetzt hier bei dieser Landschaftsaufnahme jetzt nicht so Sinn, aber wenn man tatsächlich Architektur fotografiert und gerade Linien braucht, dann ist diese Funktion sehr wichtig. Auch hier hat man ein paar Funktionen, die es dann auch später in der Fotopersona gibt, zum Beispiel das Zuschneidewerkzeug. Das würde ich jetzt hier tatsächlich mal bemühen. Es sieht auch auf Anhieb erstmal genauso aus. Ich würde jetzt hier ein eigenes Verhältnis nehmen, nämlich das 16:9 und ziehe es mir mal genauso hin, wie ich es haben möchte. Also mir geht es darum, hier oben mit dem Himmel, das sind mir jetzt zu viel ablenkende Informationen. Auch wenn das Bild scharf aussieht, man kann es noch gehörig nachschärfen. Also ich zoome ein Stück rein, das mache ich dann immer ganz gerne, damit man es nicht übertreibt. Gehe hier auf Klarheit und ziehe damit Kontrast und Schärfe gleichermaßen rein. Und jetzt achte ich hier so auf diese Strukturen, dass es noch natürlich aussieht und auch keine Halos gibt. Ja, ich würde durchaus bis zu diesem Wert gehen. Man sieht schon den Vorher-Nachher-Vergleich. Eine richtig gute Sache ist der Karteireiter Schatten und Lichter. Man holt hier wesentlich mehr aus Schatten und Lichter raus als in der Fotopersona von einem JPEG. Hier spielt es jetzt nicht so die Rolle, weil nicht so extrem helle Töne und extrem dunkle Töne da sind. Aber insbesondere, wenn man den Himmel ausgebrannt hätte, was er hier nicht ist, man sieht ihn hier noch blau durchschimmern, kann man hier etliches wieder zurückholen. Mit einem Doppelklick übrigens macht man die Veränderung wieder rückgängig. So, und hier könnte man theoretisch auch schon den Schatten aufziehen, denn darum wird es hier letztlich in diesem Tutorial auch gehen. Der Vordergrund ist dunkel, der liegt im Schatten, der Hintergrund liegt leider in der Sonne. Es müsste ja genau umgekehrt sein. Aber hier in dem Fall werde ich mal so nicht vorgehen. Ich werde hier mal Schatten und Lichter außer Acht lassen, denn es wird ja so blass, so kontrastarm. Das werde ich anders machen. Ich sage ja schon, man kann die Schärfe ja noch deutlich verstellen. Dazu hat man hier oben den Karteireiter Details. Gehe ich mal auf Details verbessern und zoome wieder an die gleiche Stelle. Die Details habe ich ja schon verbessert. Ich gehe jetzt aber nochmal ein Stück ran und sage, der Radius, da muss ich natürlich die Intensität auch ein bisschen erhöhen, sonst verändert sich ja nicht. Und ziehe das hier mal ein bisschen hoch. Man muss aber aufpassen, irgendwann sieht es einfach unnatürlich aus. Ich mache das so nach Auge, nach Gefühl und sage, so hat es eigentlich eine Verbesserung. So, komme ich jetzt nochmal zu dem Gesamtbild. Ich habe ja eben schon gesagt, der Vordergrund ist
zu dunkel, weil er eben im Schatten liegt. Der Hintergrund vielleicht zu hell. Auf jeden Fall der Vordergrund zu dunkel. Jetzt habe ich ja folgendes Problem. Ich habe es ja eben schon gezeigt. Wenn ich an den Schatten rumspiele oder an jedweder Helligkeitsverstellung, verändere ich ja das ganze Bild. In Affinity Photo, in der Fotopersona, da kann ich ja Ebenen und Masken anlegen. Das heißt, da kann ich meine Veränderung auf einen bestimmten Bereich anpassen. Hier jetzt scheinbar erstmal nicht. Doch. Kann man. Ich zeig's mal. Wir haben hier nämlich ein paar Werkzeuge, auf die ich jetzt mal eingehen werde. Wir haben hier das Werkzeug Overlay. Und zur Erklärung, man kann Overlay vergleichen mit einer Ebene. Und ich werde, um das zu zeigen, auf diesen Karteireiter hier mal gehen, wo Overlays eingestellt sind. Also bisher befinden wir uns auf der Master-Ebene, also sprich auf dem eigentlichen Bild. Wenn ich jetzt ein Overlay male, was ich übrigens auch hier unten machen kann, erhalte ich ein Pinselwerkzeug und kann jetzt ein Overlay malen. Ich male mal kurz drüber und man sieht sofort, dass ein Pinsel-Overlay erstellt wurde. Und zwar genau für diesen hier angezeigten roten Bereich. Jetzt möchte ich ja dieses Toilettenhäuschen mit dem Rasen und dem Baumstamm ein wenig heller machen. Also sprich, ich möchte das jetzt maskieren. Wie man jetzt aber sieht, kann man hier im Gegensatz zur Fotopersona nicht so exakte Auswahlen machen. Also man muss gucken, man kann die Härte des Pinsels verstellen, die Größe des Pinsels verstellen. Man kommt so ein bisschen an seine Grenzen und müsste jetzt hier ganz genau nacharbeiten. Ich zeige es mal, das wird man hier so nicht hinkriegen. Da kommt man einfach über den Baumstamm. Macht es mal rückgängig. Aber wir haben hier die Funktion Kontrastgrenzen erkennen. Und damit, zeige ich mal an diesem Beispiel hier, und damit kann man sich tatsächlich doch so ein bisschen eine ordentliche Auswahl erstellen. Also das reicht nicht für, wenn man ganz präzise Auswahlen haben will, aber so für unsere Zwecke reicht es jetzt hier allemal. Also ich mache das mal wieder auf die normale Größe und erstelle mal eine Auswahl von dem Bereich, den ich jetzt hier heller haben möchte. Den Rasen hier, den möchte ich so ein bisschen überlaufen lassen mit der Helligkeit. Das heißt, ich mache hier mal den Pinsel ganz groß und ganz weich. Also man beachte, wir haben hier letztlich eine Ebene, die hier Overlay sich nennt. Und jetzt gehe ich auf die Belichtung und ziehe diesen Bereich heller. Im Prinzip diese Auswahl. Nehmen wir mal an, ich bin hier zu sehr abgerutscht und habe das hier auch hell gemalt. Das will ich nicht. Dann kann ich den Radierer nehmen und das wieder entfernen. Jetzt finde ich, könnte dieser Bereich hier noch, damit er mehr heraussticht, ein bisschen Kontrast erfahren. Also ich habe ja im Prinzip eine Auswahl erstellt. Hier nennt sich das Overlay. Und ziehe einfach mal den Kontrast ein bisschen hoch in dem Bereich. Ja, sagen wir mal so, jetzt wird es natürlich automatisch ein bisschen dunkler, also ziehe ich hier die Belichtung auch noch ein bisschen hoch. Ich finde insgesamt sind die Farbtöne hier recht kalt. Da ich sie so aufgehellt habe, sollen sie auch ein bisschen wärmer werden. Also ziehe ich hier für diesen Bereich. Man kann es natürlich übertreiben, immer so ein bisschen gucken. Ich mache es hier nach Gefühl. Ich würde mal bis zu diesem Wert hier so rangehen. Nützlich ist, dass wir die ganze Zeit das Histogramm im Blick haben und somit sehen, dass wir auch nichts abschneiden von den Helligkeits- oder Dunkelheitstönen. Aber das könnte man sich auch anzeigen lassen. Man könnte sie anzeigen lassen, ich habe sie ja jetzt nicht, aber wenn jetzt hier Lichter ausbrennen oder Schatten ausbrennen und das passiert hier schon langsam, dann kann man sich das anzeigen lassen. Was man auch machen kann, man hat hier die Möglichkeit, einen Vorher-Nachher-Vergleich. Also so sah das Bild mal ursprünglich aus und wir sind jetzt schon hier so weit. Wir können auch die Anzeige anders einstellen, dass man sie nämlich nebeneinander hat. Und man kann sich die beiden Ansichten auch nebeneinander legen. Dann allerdings kann man das nicht mehr verschieben. Ich werde mal den Hintergrund so ein bisschen dunkler machen, indem ich eine Vignette anlege und zeige mal, dass man das hier eingeschränkt eben auch machen kann. Also ich gehe mal nochmal auf den Overlay-Tab und erstelle nochmal ein Overlay. Und mache jetzt mit einem weichen, großen Pinsel ein Overlay so als Rahmen. Aber das, was hier so ein bisschen jetzt so störend ablenkt, werde ich jetzt mal maskieren. Also ich nenne es jetzt einfach mal so, meine alte Ausdrucksweise. Aber ja jetzt ein zweites Pinsel-Overlay, gehe damit auf meine eigentliche Ebene und sage jetzt, dass dieser Bereich ein bisschen dunkler werden soll. Auch das ist eine Geschmackssache, kann man sich angucken, wie weit man es abdunkeln will. Ich würde es mal so machen. Und auf die Art und Weise kann man eigentlich sogar so ein bisschen Dodge and Burn machen. Ich zeige es mal. Also, wenn man jetzt meint, man möchte das hier ein bisschen interessanter haben, man sieht ja hier schon Verwitterung des Holzes, dass es unterschiedliche Farben hat. Das kann man natürlich noch so ein bisschen verstärken durch Dodge and Burn. Auch hier dieser Vorplatz könnte ein klein bisschen heller werden. Und dann habe ich jetzt ein weiteres Pinsel-Overlay, inzwischen schon 3, und ziehe einfach mal die Belichtung ein bisschen hoch und kriege damit auch so ein bisschen Dodge and Burn hin. Aber ich muss es auch letztlich gar nicht übertreiben. Ich muss mich gar nicht in dieser Developer-Persona die ganze Zeit befinden. Ich kann auch nur so eine Grundeinstellung
durchführen. Und das ist das, was ich euch empfehlen würde. Ich würde gar nicht die abschließende Bearbeitung hier drin machen, sondern so ein paar Grunddinger, das Bild dann entwickeln und dann wie gehabt in der Fotopersona weiterarbeiten. Ich zeige mal jetzt auch ein Vorher-Nachher. So kam es raus. Das ist jetzt das JPEG-Bild, ne? Und so haben wir es mit ein paar simplen Schritten bearbeitet. Also ich will euch ermutigen, öfter mal diese RAW-Persona zu nehmen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jake.